Herzlich willkommen zu Woche 2, Einheit 3 zum Thema Klonen. In diesem Projekt wollen wir große Klonschwärme dazu bewegen, für uns eine bunte Blume zu animieren. Los geht's! Klone in Snap sind besonders dann sinnvoll, wenn ihr viele Objekte benötigt, die sich ähnlich verhalten sollen. Lasst mich das mal kurz demonstrieren. Ich habe hier ein Objekt und werde für das ein kleines Skript schreiben, in dem es sich in zufälliger Geschwindigkeit über die Bühne bewegen kann. Das Skript startet, wenn die grüne Fahne geklickt ist, und danach bewegt sich das Objekt fortlaufend in einer zufälligen Geschwindigkeit über die Bühne. Wenn es am Ende angekommen ist oder an der einen Seite angekommen ist, soll es vom Rand abprallen und dann weitergehen. Wir können das gerade einmal kurz testen. Ich klicke die grüne Fahne. Das Objekt bewegt sich in zufälliger Geschwindigkeit über die Bühne. Setzen wir es zurück zur Mitte. Als nächstes wollen wir einen Klon von diesem Objekt erzeugen. In Snap gibt es verschiedene Möglichkeiten, Klone zu erzeugen. In diesem Fall wollen wir es manuell machen. Dafür kann ich rechts auf das Objekt klicken und Klonen auswählen. Ich erhalte dann ein zweites Objekt, das sieht genau aus wie mein ursprüngliches Objekt und es enthält ebenfalls dieselben Skripte wie das ursprüngliche Objekt. Ich kann das Objekt gerade mal umbenennen in Klon, dass man besser erkennen kann, welches ist. Ich habe jetzt hier mein Objekt und mein Klon. Und wenn ich hier über den Klon fahre, sehe ich, dass da bei Vorfahr auch Objekt steht. Das heißt, stammt von diesem ursprünglichen Objekt ab. Wenn ich beide mal in die Mitte setze und unser Skript starte, die sind jetzt hier aufeinander, kann ich sehen, dass die sich zwar beide ähnlich bewegen, aber man sieht, dass obwohl sie dieselben Skripte haben, die Ausprägung, wie diese Skripte funktionieren und die Geschwindigkeit, mit der sich die Klone bewegen, unterschiedlich ist. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Klone in der Biologie. Die haben alle dasselbe genetische Material. Übertragen auf Snap wäre das in dem Fall die Skripte, die die Klone beinhalten. Aber die Ausprägung dieses genetischen Materials bzw. der Skripte hängt auch von Umweltfaktoren, externen Faktoren, in dem Fall zum Beispiel der Zufälligkeit der Schritte ab. In der Biologie wäre sowas zum Beispiel, wenn wir an Pflanzen denken, die Sonneneinstrahlung pro Tag, der Nährstoffgehalt des Bodens oder die Wetterbedingungen. Das nur als Einführung zum Thema Klone. Jetzt zurück zu unserer Klonblume. Ich lösche meinen zweiten Klon mal. Und die Skripte unseres Objekts. Unsere Klonblume soll so funktionieren, dass wir in der Mitte eine Kugel haben, einen Ball in einer bunten Farbe. Und dieses ursprüngliche Objekt soll sich immer im Kreis drehen und derweil Klone entlassen nach außen. Diese Klone sehen dann aus wie Blütenblätter und bewegen sich immer weiter nach außen. Nach außen hin werden sie langsamer und ab irgendeinem Punkt, wenn sie ganz langsam sind, verschwinden sie einfach. Dadurch wollen wir eine Animation einer Blume erzeugen. Wir fangen mal mit dem Objekt an, das in der Mitte ist, und machen dem ein Kreiskostüm. Dafür gehen wir wie üblich in den Kostümreiter, klicken auf den Pinsel und zeichnen uns einfach einen Kreis. Ihr erinnert euch, wenn ihr einen richtigen Kreis machen wollt, kein Oval, einmal Shift klicken und einfach in der Farbe eurer Wahl, ich nehme jetzt mal Blau, einen Kreis malen. Wenn ihr Shift nicht gedrückt haltet, könnt ihr auch so eierförmige Strukturen erzeugen, aber ich möchte jetzt mal einen richtigen Kreis, deswegen halte ich Shift gedrückt. Wenn ich zufrieden bin mit meinem Kreis, einfach OK klicken und mein Objekt nimmt dieses Kostüm an. Der ist jetzt ein bisschen groß wieder, dafür kann ich einfach das Aussehen auf 80% setzen und habe dann mein bisschen kleineres Kostüm in der Mitte. Für mein Objekt mache ich jetzt das ursprüngliche Eingangsskript. Das sieht folgendermaßen aus. Wenn die grüne Fahne geklickt wird und mein Programm startet, dann soll dieses Objekt sich fortlaufend im Kreis drehen, seine Farbe ändern und Klone entlassen. Also fortlaufend im Kreis drehen, zum Beispiel 64 Grad, das können wir schon mal testen. Hier oben könnt ihr sehen, dass sich das Objekt bewegt. Auf der Bühne sehen wir es natürlich nicht, weil das ein Kreis ist und da ist die Richtung nicht ausschlaggebend. Wunderbar. Als nächstes wollen wir, dass das Objekt seine Farbe ändert, während es sich dreht. Dafür können wir bei Aussehen den Farbeffekt benutzen. Wir wollen den Farbeffekt unserer Figur jedes Mal um eine bestimmte Zahl ändern.
Zum Beispiel was Kleines, eher damit der Farbverlauf langsamer ist. Wir sagen mal 0,3 bzw. 0,3 Dezimalpunkte. Lasst uns das auch gerade mal testen. Unser Objekt dreht sich im Kreis, wie wir hier sehen können, und ändert dabei langsam die Farbe. Als nächstes soll unser Objekt Klone erzeugen. Dafür finden wir in der Steuerungskategorie verschiedene Blöcke. Um Klone zu erzeugen, mit dem Computer, nicht manuell, gibt es den Klone-Block. Dort kann ich im Dropdown-Menü aussuchen, was ich klonen möchte, in diesem Fall mich selbst. Wenn ich Klone selbst drücke und führe das einmal aus, erhalte ich einen Klon. Der ist genau an derselben Stelle wie das Objekt, direkt an derselben Position. Deswegen sehe ich das nicht, wenn ich das mehrmals klicke. Aber wenn ich die Klone wegbewege, sehe ich, dass hier drunter ganz viele Klone sind. Das hier ist meine Originalfigur. Um die Klone wieder zu löschen, kann ich einfach hier oben auf das Stopp-Schild drücken. Jetzt möchte ich dieses Klonen auch noch in meine Fortlaufend-Schleife mit einbinden, damit sich meine Figur fortlaufend klont. Außerdem möchte ich, dass meine Figur am Anfang in der Mitte ist. Wenn ich mein Skript jetzt starte, sehe ich, dass sich die Farbe ändert. Wie eben gesagt, die Klone sind an derselben Stelle, deswegen kann man das nicht sehen. Sieht bis dahin aber sehr gut aus. Wir löschen nochmal alle Klone. Wunderbar. Jetzt müssen wir programmieren, was mit den Klonen passieren soll. Dafür finden wir ebenfalls in der Steuerungskategorie einen Startblock, wenn ich geklont werde. Dieser Startblock wird immer an der Stelle ausgeführt, an dem ein Klon entsteht. Das heißt, an der Stelle, an der der Klon entsteht, wird alles, was hier drunter kommt, ausgeführt. Zuallererst wollen wir, dass unsere Klone sich einfach nach außen bewegen. Dafür können wir zum Test mal sagen, geht einfach fortlaufend 3 Schritte. 2, 3. Jetzt können wir das mal ausprobieren. Das sieht schon mal relativ gut aus. Das Problem ist, wir haben jetzt hier sehr, sehr viele Klone, die für immer weiterlaufen und wir werden die nie wieder los. Außerdem sind alle Klone gleich schnell. Wir wollen eigentlich, dass sie in der Mitte sehr schnell starten und nach außen hin langsamer werden. Also stoppe ich das nochmal, lösche alle Klone und wir legen nochmal los und verfeinern unser Skript. Um die Geschwindigkeit anpassen zu können, während die Klone sich bewegen, nehmen wir eine Variable. In diesem Fall können wir nicht eine globale Variable nehmen, weil die Variable für jeweilige Klone unterschiedlich sein soll und globale Variablen haben immer nur einen Wert. Wir nehmen in diesem Fall deshalb eine Skriptvariable. Dafür gibt es diesen Block, der hat hier einen Variablen-Reporter, den kann ich klicken, um ihn umzubenennen, zum Beispiel in Geschwindigkeit, indem ich einfach einmal draufklicke. Skriptvariablen funktionieren so, dass sie nur valide oder aktiv sind in dem Skript, in dem sie vorkommen. Das heißt, wenn ich hier die 2 Blöcke direkt verbinde, kann ich die Geschwindigkeit setzen, zum Beispiel auf 2,5. Das funktioniert. Wenn ich jetzt den Block hier wegnehme und klicke es an, bekomme ich einen Fehler, weil die Skriptvariable Geschwindigkeit nicht hier definiert ist, wo ich sie setzen möchte. Wenn ich den Pfeil wähle, seht ihr auch, dass ich die Geschwindigkeit gar nicht mehr auswählen kann, weil ich nicht in dem korrekten Skript bin. Jetzt möchte ich also am Anfang meine Skriptvariable setzen und möchte die auf 2,5 setzen. Danach möchte ich immer so viel gehen, wie meine Skriptvariable gerade ist. Dafür kann ich wieder hier diesen orangenen Bubble nehmen und einfach als Eingabe in den Gehe-Block benutzen. Zum Testen, ob das funktioniert, müsste unsere Blume genauso aussehen wie vorher. Sie bewegt sich 2,5 Schritte bei jedem Mal, bei dem die Schleife durchlaufen wird. Das sieht aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt können wir daran arbeiten, jeden von den Klonen bei jedem Schritt ein bisschen langsamer zu machen. Dafür können wir einfach die Geschwindigkeit jedes Mal neu setzen. Nach jedem Mal, nachdem die Schleife durchlaufen ist, wollen wir die Geschwindigkeit ein minimales bisschen verringern. Das heißt, wir setzen die Geschwindigkeit einfach auf die Geschwindigkeit mal 0,995. Das heißt, unsere neue Geschwindigkeit ist jetzt nur noch 99,5% der vorherigen Geschwindigkeit. Lasst uns das auch gerade mal ausprobieren. Wir sehen, nach außen hin verlangsamen sich unsere Klone jetzt. Das ist genau, wie wir es uns vorgestellt haben. Eine Sache müssen wir aber noch machen.
wir wollen, dass die Klone sich an irgendeiner Stelle löschen. Unser Programm wird sehr langsam, wenn wir unsere Klone niemals wieder loswerden. Und momentan haben wir schon welche, die hier draußen sind, die kann man sowieso nicht mehr sehen. Deswegen können wir die einfach loswerden. Dafür ändern wir die Schleife hier um in eine Wiederhole-bis-Schleife. Und zwar wiederholen wir einfach so lange, bis unsere Geschwindigkeit unter einer bestimmten Schwelle ist. Und an diesem Zeitpunkt löschen wir die Klone. Das heißt, ich nehme die fortlaufende Schleife hier weg, ersetze die durch eine Wiederhole-bis-Schleife. Und wie eben gesagt, möchte ich wiederholen, bis die Geschwindigkeit einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. Das heißt zum Beispiel an der Stelle, an der die Geschwindigkeit kleiner ist als 0,2, möchte ich aufhören und dann möchte ich an dieser Stelle auch sofort die Klone löschen. Den Entferne diesen Klonblock kann man nur ganz ans Ende eines Skriptes anhängen. Wie ihr hier sehen könnt, ist hier unten nicht mehr dieser Nöpsi dran. Das heißt, an der Stelle, an der der Klon gelöscht ist, kann dieses Skript natürlich nicht mehr weitergehen. Wenn ich den hier anhänge, werden die Klone gelöscht, nachdem sie den Schwellenwert für die Geschwindigkeit unterschritten haben. Noch ein letzter Test, vielleicht sogar mal in Vollbild. Das sieht sehr gut aus. Das war es von meiner Seite zum Thema Klonen. Jetzt seid ihr dran. Wir haben euch in den Aufgaben wie üblich noch mehr zum Thema Klonen, zum Verfeinern eurer Blume oder ein anderes Projekt zum Thema Klonen bereitgestellt und hoffen, es macht euch Spaß.